Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video zeige ich euch, wie ich aus diesem hier das hier gemacht habe. Wie ich das genau gemacht habe, zeige ich euch nochmal Schritt für Schritt. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben am Ende, wie ihr das Ganze findet. Viel Spaß. Wie ihr seht, ist jetzt hier an der Decke immer noch nicht richtig gespachtelt. Das ist noch eher so Q0, noch nicht mal Q1. Also es ist das Schlechteste, was geht. Das wollen wir natürlich beheben, aber wir wollen ja jetzt nicht direkt hier unsere Wände wieder total vergammeln. Übrigens, die muss ich mal gut putzen, weil vom Verfugen von dem Einreiben hängt jetzt natürlich der ganze feine Staub auf den Fliesen. Also das muss am Ende nochmal gereinigt werden. Ich habe mir jetzt hier aber diese Folie mitgebracht und die werde ich jetzt mit Klebeband einmal oben rundum befestigen, damit ich jetzt nicht wieder meine neuen Wände versauere. Außerdem habe ich auch testweise hier schon mal die ersten Steckdosen eingebaut. Da habe ich mich für so eine ganz simple Line von Merten entschieden. Die habe ich fürs ganze Haus bestellt. Hier ist noch ein Schalter dafür. Der ist dann später hier für das Spiegellicht. Der Spiegel und so, das liegt alles schon in der Garage. Das können wir dann wirklich, sobald die Decke gespachtelt ist und bis hier hinten gespachtelt ist, können wir das dann alles schon montieren. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber jetzt zunächst wollen wir erstmal die Decke spachteln und alles abkleben. Zum Deckenspachteln brauchen wir wirklich nur zwei Werkzeuge. Das ist einmal eine kleine Kelle, ihr könnt auch eine größere nehmen. Aber ich habe es einfach mit der kleinen gemacht, ist angenehm, ich habe eine gute Menge. Dann braucht ihr eine Abziehkelle und die solltet ihr ganz sauber machen. Die ist jetzt natürlich nicht ganz sauber, deswegen mache ich sie jetzt ganz sauber. Ich persönlich bin ein ziemlich großer Fan von Rigips, eben weil ihr einfach die Decke genau auf die Höhe bringen könnt, wie ihr sie braucht. Ihr könnt immer schön schrägen machen, also man kann mit Rigips wirklich richtig coole Sachen machen. Aber am geilsten ist natürlich, dass man einfach die Lampen da drin einlassen kann. Das ist auch der Grund, warum ich die immer überall hin mache. Da gibt es eine Schwierigkeit, das haben wir auch woanders. Diesen Fall, dass wenn ihr jetzt ausgerechnet habt, wo eure Lampen sind, und dann habt ihr eine genau hier, wo ihr spachteln müsst, dann könnt ihr das natürlich nicht vorher bohren durch eine Rigips, weil ihr müsst ja dann noch spachteln. Ihr wollt ja dann in das glatt gespachtelte rein. Das heißt, ich bohre mir immer nur ein Loch für die erste Lampe. Das ist in dem Fall die hier, die seht ihr jetzt gerade nicht. Aber die habe ich jetzt gebohrt und die anderen, die habe ich mir nur einmal mit dem Laser ungefähr ausgemessen, damit ich weiß, wo ich überall rauskomme. Ich könnte jetzt quasi schon 5 andere könnte ich noch bohren, aber die 6. halt noch nicht. Ist aber jetzt hier auch nicht so schlimm. Wir fangen jetzt erstmal hier an zu spachteln. Es gibt verschiedene Spachtelmassen. Mein Baustoffhändler des Vertrauens hat mir jetzt gerade das hier gegeben. Nano Füll und Fläche. Ich bin eigentlich kein Fan von 5 Kilo Säcken. Das ist mir ein bisschen leicht. Aber was cool ist, ihr könnt es natürlich immer schön dosieren und müsst immer nicht so einen riesen Pack kaufen. Also ich meine, es ist gut, dass es 5 Kilo Säcke gibt. Wenn ihr nur so ein kleines bisschen braucht, ist gut. Aber in der Regel braucht man halt sowieso ein bisschen mehr, wenn man was renoviert. Deswegen bin ich da ein Fan von den 20 Kilo Säcken. Das hier wird jetzt mit Wasser angerührt. Eine relativ flüssige Konsistenz wollen wir damit erreichen und dann fangen wir an, das aufzuziehen. Ich rühre das jetzt erstmal an. Dazu gebe ich mir erstmal ein bisschen Wasser hier in meinen Eimer. Das ist okay. Wenn man vorher Fliesen verfugt hat, dann denkt man so, oh nein, das ist viel zu viel, aber hierfür ist das okay. So, und dann ballern wir hier erstmal einiges davon rein. So Sachen wie das hier, das rühre ich immer hier mit dem Akkuschrauber mit Rührwerk, nicht mit dem großen Rührwerk, das ist ein bisschen Overkill. Übrigens rühre ich immer rückwärts, also links rum und nicht rechts rum, weil wenn ihr rechts rum rührt und eine kleine Menge anrührt, dann spritzt euch das überall hin. Aber ihr wollt es ja umrühren und unten haben, deswegen drehe ich links rum, sodass die Spirale das Ganze nach unten drückt. Also das spritzt mir halt auch nicht so die Hose voll und so. Das Zeug zieht einmal relativ schnell an, deswegen solltet ihr niemals zu viel davon anrühren. Und wenn ihr eine Fußbodenheizung habt, so wie ich hier jetzt, dann solltet ihr das auch nicht da unten hinstellen, während ihr spachtelt, sondern ihr solltet das dann immer irgendwo anders hochstellen. So, ihr seht jetzt, das ist gar nicht so viel. Dann holt ihr euch das erstmal alles von den Wänden runter, weil was da an den Wänden klebt, das trocknet halt schneller an. Also ihr wollt versuchen, möglichst einen Masseklumpen zu haben. Einige werden jetzt sagen, es ist zu flüssig. Aber das Zeug, das zieht immer so schnell an, dass ich es lieber zu flüssig mache als zu fest. Jetzt ist die Frage, was wollen wir überhaupt spachteln? Also wir wollen zum einen hier unsere Schraubenlöcher wegmachen. Wenn ihr die das erste Mal quasi für Q1 spachtelt, dann müsst ihr gucken, dass ihr das Loch wirklich voll macht. Ungefähr so wie wenn ihr eine Fuge, hier so eine Fliesenfuge verfugt, dann müsst ihr das auch so richtig reinquetschen. Und ich ziehe das immer in die eine Richtung auf und dann ziehe ich es in die andere Richtung nochmal ab. Also ich ziehe es auf und ziehe es dann nach hier ab. Und ihr könnt das aber auch immer ein bisschen dicker stehen lassen,
und lieber mal in mehrere Richtungen noch abziehen und ein bisschen was stehen lassen. Umso dicker ihr es stehen lasst, aber trotzdem zum Rand abzieht, desto weniger müsst ihr schleifen. Wenn ihr jetzt einen krassen Lichteinfall habt, dann solltet ihr am Ende sowieso nochmal alles verspachteln, aber so reicht es, wenn ihr keinen krassen Lichteinfall habt von der Seite, dass man die Unebenheiten sieht, dann reicht es locker, um auf Q3 zu kommen. Außerdem wollen wir unsere Ecke einspachteln. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück. Jetzt seht ihr, das Ganze ist schon ein ganzes Stück fester geworden. Wir wollen hier am Ende eben diese Stuckleisten hier am Rand einkleben. Das heißt, ziehen wir das jetzt hier einfach überall so auf. Da geht natürlich einiges drauf und ziehe es dann vorsichtig zur Mitte hin hier raus. Da geht es auch einfach darum, den Rand zu verdecken. Und hier seht ihr jetzt, warum ihr einen sauberen Eimer nehmen solltet. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Und zack, habe ich hier die Riefen drin. Aber wenn ihr schon mal eine Weile gespachtelt habt, dann lernt ihr damit umzugehen. Also werde ich jetzt erstmal hier den ganzen Rand spachteln und dann machen wir weiter woanders. So, jetzt habt ihr gesehen, dass ich einmal hier den Rand gemacht habe. Und ihr habt wahrscheinlich immer gesehen, ich mache immer diese Bewegung hier. Und irgendwann ist die super krass drin. Also ihr wollt einfach das, ups, was runtergefallen. Alles, was hier drauf hängt, wollt ihr mit einem Schlups so abziehen und dann wieder als einen Batzen aufbringen. Ich meine, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, so ein kleines Ding hier. Also deswegen ist halt auch wichtig, dass das Werkzeug sauber ist, weil dann könnt ihr einfach immer hier so machen, wie so ein Bäcker. Und das geht richtig gut. Ihr habt scharfe Kanten und es wird alles sauber. So, jetzt haben wir hier diese breite Fuge. Da ist bei der Q1-Spachtelung, also das ist ja quasi Q1 hier, auch wenn ich gesagt habe, ist nicht, aber ist immer wichtig, dass ihr hier euer Armierungsband reinmacht. Ihr seht, das ist diese breite Fuge hier, wo es so ein bisschen verjüngt ist, die Platte zum Rand hin. Da macht ihr den Armierungsstreifen rein, der so aussieht wie so ein Netz. In den Längsfugen, da habt ihr ja nicht so eine Verjüngung, also jedenfalls nicht so extrem. Deswegen macht ihr da dann dieses andere Band drauf, dieses Fiberglasband, weil das nicht so aufträgt. Aber hier macht ihr in der ersten Spachtelung, das ist ja sogar selbstklebend, dieses Gewebeband. Deswegen könnt ihr das richtig schön hier reinmachen. Jetzt habe ich mir so einen Batzer genommen, könnt ihr ja sehen. Und das ziehe ich jetzt hier erstmal schön auf. Und diese Fugen hier, die wollt ihr, also euer Ziel sollte es sein, die immer richtig schön weit zu ziehen. Dabei dürfen aber keine Luftblaseneinschlüsse da drin sein. Und da geht auch eigentlich immer das meiste an Spachtelmasse drauf, wenn ihr das wirklich weit ziehen wollt. Wenn ihr wirklich so eine Q3 bis Q4 spachtelt, also Q4 müsst ihr sowieso alles nur spachteln. Aber wenn ihr so eine richtig schöne glatte Decke haben wollt, dann müsst ihr halt weit abziehen. Dass man dann irgendwann, hat man wirklich hier so 20 cm in beide Richtungen, hat man dann hier die Masse. Und ihr habt dann auch irgendwann ein Gefühl, in welche Richtung ihr abziehen müsst, damit ihr welches Muster loswerdet. Und ihr dürft immer positive Riefen haben, also es darf immer irgendwas rausstehen. Ihr dürft nur keine Einkerbungen haben. Wenn ihr Einkerbungen habt, die könnt ihr nicht rausschleifen. Macht ja Sinn, ne? Also wenn ihr ein Loch habt, könnt ihr kein Loch rausschleifen. Aber wenn was absteht, das könnt ihr abschleifen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr immer aufbaut und nicht Riefen reinzieht. Sollte verständlich sein. Ne? Hier kommen wir dann wieder zu den Löchern. Bei den Löchern ist es auch noch wichtig, dass ihr die auch gerade wieder abzieht. Weil wenn ihr die nicht gerade abzieht und auf der einen Seite so eine Ecke habt, dann fangt ihr an zu schleifen. Euer Schleifteller sitzt schief drauf und ihr schleift auf der anderen Seite hier ins Papier rein. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Also das sollte euch nicht passieren. So. Und jetzt arbeite ich mich wieder von hier nach da drüben weg. Ich habe übrigens schon über die Hälfte von meiner Spachtelmasse verbraucht. Also ich hätte doch mehr anbringen können. Aber wenigstens wird sie jetzt nicht hart. Also gerade wenn ihr das zum ersten Mal macht, solltet ihr auf jeden Fall alles abkleben. Ich mache das jetzt schon seit 5 Jahren oder so. Nee, länger. Wie alt bin ich? Also ich würde sagen, ich mache es seit 15 Jahren. Habe ich mich wohl ein bisschen verrechnet. So, einmal rundum gespachtelt. Ich zeige es euch jetzt einmal schnell hier. Bam, alles gespachtelt. Und jetzt seht ihr, hier sind schon wieder weiße Ränder. Das heißt, es ist schon wieder angetrocknet. Was ich jetzt machen werde, ist hier, wo die Schrauben sind, weil die eigentlich immer am hartnäckigsten sind. Deswegen gehe ich jetzt da einfach auch nochmal drüber. Die hilft viel, ne? Muss ich ja mal Markus Rühl zitieren. Hier sehe ich jetzt gerade, weil die Lampe mal anders steht. Also ich würde euch da generell immer empfehlen, seitliches Licht zu machen, weil ihr viel mehr seht. Da waren eben Unebenheiten, die konnte ich jetzt noch relativ leicht rausziehen. Dann solltet ihr das immer machen, weil es immer einfacher, wenn es noch feucht ist, als wenn es schon angetrocknet ist. Da bin ich wieder, neuer Tag. Die Decke ist getrocknet und ich mache mich jetzt mal hier ans Schleifen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen geschliffen. Ein selbstgemachter Ventilator steht da schon, der pust den ganzen Scheiß raus, weil ich keinen Bock habe, den Staubsauger anzuschließen. Ein bisschen trottelig von mir gestern gewesen. Ich habe hier geschliffen und grundiert. Und jetzt ist der ganze Schleifstaub von Gips runtergefallen.
und dann habe ich grundiert und mit dem Quast spritzt das so ein bisschen durch die Gegend. Und jetzt sind überall Grundierungsflecken mit dem Staub von dem Gipszeug. Wie ihr gesehen habt, hat der Luke hier ohne Staubsauger geschliffen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, hier ohne Staubsauger zu schleifen, weil diese Giraffen, wo ich euch wirklich sehr ans Herz legen würde, dass ihr euch eine ordentliche Giraffe kauft. Ich hatte erst eine von Lidl damals bei unserem ersten Haus. Die hat nicht lange gehalten. Erst recht nicht, wenn man alles wirklich schön machen möchte, dann sollte man wirklich darauf achten, dass man ein gutes Gerät kauft. Hilft einfach brutal. Ich habe hier das von Bosch, kann ich euch auch wieder verlinken. Das ist super geil, funktioniert richtig gut. Die Schleifscheiben haben hier oben so eine Perforierung. Also das sind eigentlich Schleifnetze und keine Schleifscheiben. Dadurch kann wirklich der Schleifstaub direkt eingesaugt werden auf der ganzen Fläche und nicht nur an den kleinen Löchern wie bei den anderen Geräten. Also das ist schon ganz cool. Beziehungsweise ihr könnt natürlich diese Netze auf alle Geräte machen, aber ich bin hier mit dem von Bosch ziemlich zufrieden. Ich habe mir da so einen Adapter auch hier wieder 3D gedruckt, damit es hier reinpasst und da reinpasst. Ich fixiere mir das trotzdem immer nochmal mit Panzertape. Weil wenn man hier hinten mit dem Ding nochmal irgendwo gegen die Wand kommt, dann ist halt nicht unwahrscheinlich, dass man hier ziemlich viel Kraft aufbringt. Weil man denkt, oh, ich hänge irgendwo. Ich habe mir jetzt auch hier wieder ein Kabel von meinem Staubsauger gelegt. Da nehme ich auch wieder den großen Husqvarna. Also umso mehr Saugvolumen ihr habt, desto besser. Desto weniger Staub fällt euch in die Fresse. Das heißt, es ist so ein Power on Demand. Das heißt, in dem Moment, wo ich mein Gerät anmache, dann geht auch der Staubsauger mit an. Und umso leichter euer Rohr ist, desto angenehmer ist natürlich auch zu saugen. Ich habe jetzt hier wieder den Zyklon dazwischen geschaltet. Das heißt, ich stecke mir das hier drauf und dann bleibt wieder 90% des Staubs einfach im Zyklon und kommt gar nicht erst bis zu einem Staubsauger, weil natürlich hier dieser Schleifstaub sehr, sehr fein ist. Deswegen ist natürlich auch immer schnell dann der Filter zugesetzt. An sich würde ich euch immer empfehlen, noch eine Brille aufzusetzen, aber jetzt mit dem neuen Staubsauger, der hat so eine Saugkraft, da fällt gar nicht mehr viel runter. Deswegen spare ich mir das und hole mir jetzt noch meinen Gehörschutz. Und da ich jetzt mal wieder eine andere Arbeit mache, die keine Spachtelmassen beinhaltet. Deswegen gönne ich mir auch mal ein paar neues Handschuhe. Neues Paar Handschuhe, so. Geht schon mal sehr, sehr gut. Sieht auch vielversprechend aus. Ich hole mir jetzt nur noch den Strahler, damit ich hier mir ein schneidendes Licht reinholen kann, damit ich besser sehen kann, ob alles glatt geschliffen ist oder nicht. So, jetzt habe ich die Seiten einmal geschliffen. Jetzt halte ich mir die Lampe hier oben hin und gucke, ob noch irgendwo Riefen sind. Das ist zum Beispiel hier eine. Da ist jetzt immer wichtig, dass ihr euch dann einen Bleistift nehmt. Dann könnt ihr diese Riefe anmalen. Und wenn das dann weg ist, dann wisst ihr, okay, meine Riefe ist auch weg. Ansonsten sieht es hier ziemlich gut aus. Hier gehe ich nochmal drüber. So, und ihr kommt ja natürlich, weil es ja eine runde Schleifscheibe ist, kommt ihr natürlich nicht bis in die Ecke rein. Das heißt, was ihr da machen könnt, ist es einfach mit der Hand machen. Da habe ich nochmal so einen Schleifklotz. Aber man kann auch, um die Ränder zu machen, kann man hier vorne die eine Seite von dem Schleifteller aufmachen. Dann kann man weiter in die Ecke reingehen. Das mache ich jetzt aber gar noch nicht. Ich mache jetzt erstmal die Fläche fertig. Alles grob einmal geschliffen. Ich habe jetzt noch so 2, 3 Stellen, wo ich nochmal nachspachteln werde. Das ist aber auch nicht so tragisch, weil ich muss jetzt sowieso noch da hinten was spachteln. Deswegen werde ich mir das jetzt hier schnell markieren. Dann werde ich mir kurz einmal hier diese Masse anrühren für die Decke, diese paar Stellen noch zuspachteln und ansonsten sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Den Rand mache ich dann am Ende mit dem Handklotz. Also was ihr nicht wollt, ist hier sowas, wo ihr weiter als das Papier runtergeschnitten habt. Das heißt, hier trage ich nochmal großflächig auf. Dann habe ich hier eine kleine Riefe, die muss weg. Dann war hier noch irgendwo eine Schraube, genau, hier mache ich noch was drauf. Also wenn ihr so seitlich leuchtet, dann ist es schon richtig gut. Dann seht ihr eigentlich alles. Weil krasser das Licht so, als wenn ihr die Lampe dahin haltet, wird es niemals kommen. Ich glaube, das war's schon. Die anderen beiden habe ich rausgeschliffen. Dann geht's weiter. Alexa, 3 leiser. Alexa, 3 leiser. Alexa, leiser. Bei diesem Stream kann sie nicht weiterspringen. Boah, die nervt so, ey. Also, ich habe mir jetzt hier wieder einiges drauf gemacht. Das ziehe ich jetzt hier wieder großzügig auf. Gucke natürlich wieder, dass ich hier keine neuen Riefen reinziehe oder so. Dann noch einmal abschleifen und dann haben wir das auch. Hier ist noch eine kleine Unebenheit. Ich habe mir jetzt hier Unimur angerührt. Das ist das, was ich benutzen werde für hier. Das Ganze habe ich immer mit einer 4er Zahnkelle aufgezogen, also 4x4 mm Zahnung. Die ist wirklich sehr, sehr klein. Ist schon ganz rund, weil ich unser ganzes Haus damit gemacht habe. Schon ziemlich abgenutzt. Abziehen tue ich das Ganze dann hiermit. Das ist Glättlatte oder so heißt das Ding. Kostet um die 60 €, ist jeden Cent wert. Nehmt auf jeden Fall das. Macht es nicht mit der Glättkelle, damit macht ihr euch verrückt. Das Ding hier hat weiche Kanten. Das passt sich immer an. Also das ist wirklich optimal dafür. Damit seid ihr 10-mal schneller. Aber ja, ich wollte mir das Geld sparen am Anfang, habe es auch nicht gekauft. Aber kauft einfach.
Gut, ich ziehe jetzt mit der Zahnkelle hier, ziehe ich mir das mal da oben auf und im Anschluss dann können wir es eben damit glatt ziehen. Von der Konsistenz her schon relativ fest, aber nicht zu fest, weil das könnt ihr natürlich nicht abziehen. Aber so ein bisschen ja, ähnlich wie das von der Decke. Und da fällt mir gerade auf, dass ich hier ja noch 2 Kanten setzen muss. Die schneide ich mir mal schnell zu. So 50 cm brauchen wir da. Da haben wir schon mal eine Ecke. Um diese Kanten zu setzen, müssen wir hier natürlich auch quasi Klebstoff hinmachen. Das heißt, wir machen das als erstes hier hin. Auf beide Seiten, das ist wichtig. Unten bis oben, also überall. Und da drücken wir die jetzt rein. Wir müssen die setzen, weil wir nämlich sonst keine schöne Kante, die man später schön anmalen kann, hinbekommen. Also wir machen das jetzt hier hin, damit man dann am Ende eine schöne Kante hat, wo man entweder drüber tapezieren kann oder in unserem Fall einfach drüber malen kann. Hier wollen wir ja einfach nur drüber malen, deswegen ist das schon ganz passend. Aber ihr kriegt es niemals hin, eine schöne Kante einfach so zu spachteln. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, hier solche Leisten zu setzen. Das ist einfach das Simpelste. Feinputz ist schon was Feines. Haha. Jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Ich ziehe das hier auf. Ich vermute mal, dass ich hier sowieso mehrfach spachteln muss, weil das ja relativ rau ist hier, also uneven eigentlich. Und wir wollen ja hier schon eine schöne Oberfläche hinbekommen, die man einfach nur anmalen muss. Hier ist es jetzt genau wie beim Deckelspachteln, dass ihr das auch einfach wieder hier drauf macht und dann könnt ihr das schön damit aufziehen hier. Wichtig hierbei ist noch, dass ihr dann, bevor ihr das abzieht, das alles in eine Richtung abzieht. Also nicht, dass ihr hier kreuz und quer macht. Eigentlich über Fliesen legen. Da wollt ihr ja auch versuchen, das möglichst in eine Richtung immer zu machen. Das heißt, ich gehe jetzt hierher, mache das so nochmal insgesamt. Und wenn ihr es gemacht habt, also umso größer eure Wand ist, desto leichter ist es eigentlich. Dann geht ihr nochmal hier lang und guckt, dass eure Kante auch wirklich sauber ist. Und dann könnt ihr euch hier hinstellen und das abziehen. Und dann kriegt ihr eigentlich auch schon sofort ein ziemlich schönes Ergebnis. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt hier diese Kante eben hingeklebt habe, müssen wir vermutlich hier mehrfach spachteln. Das mache ich jetzt auch noch da. Ihr seht jetzt, warum ihr das abgeklebt habt, weil man hier einfach alles versaut. So, ich lasse es erstmal so trocknen, wie es jetzt ist. Ihr seht, ich habe hier oben bei der Kante jetzt nicht so mega viel Mühe gegeben. Das liegt aber ganz einfach daran, dass hier oben sowieso diese Stuckleiste hinkommt und 2x2 cm von Decke und Wand sowieso abgedeckt sind. Das sieht man sowieso nicht, da kommt dann der Kleber drauf und dann ist es weg. Es ist schon wieder ein neuer Tag. Das bedeutet, wir können heute schleifen. Das ist alles schön getrocknet hier, gefällt mir auch gut, sieht schön aus. Hier diese Innenseiten, da werde ich ja nicht wirklich mit meinem Schleifgerät hinkommen, das werde ich wahrscheinlich von Hand machen. Da kommt dann wieder das Ding her ins Spiel. Damit nehmt ihr auch meistens einfach mehr runter als mit dem Schleifgerät. Dadurch, dass wir jetzt die Decke auch nur noch diese kleinen Ecken, die wir jetzt hier gestern nochmal drüber gespachtelt haben, abschleifen müssen, können wir dann auch direkt anfangen, damit hier die Leisten außen zu kleben. Wenn ich von Hand schleife, dann werdet ihr merken, dass da so viel Staub runterkommt. Also das ist natürlich krass. Da habt ihr dann natürlich keine Absaugung. Und gerade wenn ihr irgendwie hier oben in der Ecke schleift, solltet ihr auch immer eine Brille aufsetzen. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so gut ist darin. Und am besten versucht ihr immer so kreisende Bewegungen zu machen, auch hier oben in der Ecke. Wenn ihr nur in eine Richtung schleift, macht ihr dann so Riefen da rein. Boah, hier kriege ich direkt wieder so einen Pump, wie nach 60 Kilo Schulterdrücken. Ich trainiere seit 2 Jahren nicht mehr, weil ich seit 2 Jahren Häuser renoviere und einfach keine Zeit mehr habe. Aber das ist einfach, diese Übung ist so ein Schulterpump-Endgegner. Ist einfach übel, wirklich krank. Oh, ist nicht besser geworden. Ganz im Gegenteil. Also das hier sind die Leisten, die ich ausgesucht habe. Der Querschnitt ist einfach nur ein Viertelkreis, die ich hier oben reinkleben möchte. Und ihr seht, das deckt das richtig schön ab. Und sieht nicht irgendwie komisch aus. Vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen, ich halte es mal hier hin. Und die werden einfach nur mit Montagekleber da oben reingeklebt. In den Ecken muss ich wohl mit 45 Grad arbeiten. Da wollte ich mir eigentlich was 3D drucken, dass ich da einen schönen 45 Grad Winkel geschnitten bekomme. Aber ich habe mir jetzt gedacht, egal, kommt sowieso Acryl drüber. Also muss gar nicht schön sein, das muss nur ungefähr in der Ecke sein. Davon habe ich, glaube ich, 15 Stück gekauft. Das ist natürlich viel zu viele, aber ich dachte mal gucken, wie viel ich kaputt schneide. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal hier drüben anfangen. Beziehungsweise erst werde ich immer die ganze Plane runterholen. Dann werde ich im Gäste-WC auch Plane kleben, dass wenn ich das da spachtle, dass ich dann mit meinem Rest direkt drüben weiter spachteln kann. Ich hatte euch ja im Fliesenlegen-Video, als ich hier verfugt habe, habe ich euch ja hier dieses Plastiktool gezeigt, was ich 3D gedruckt habe, um die Ecken abzuziehen. Ich hatte euch aber auch gesagt, dass ich noch was bei AliExpress bestellt hatte und es kam heute. Also hört mal genau hier hin.
das löst die schon so langsam auf. Und das ist das Problem, wenn ihr in PLA das druckt, das ist halt nicht verformbar. So, und die Dinger, die aus Silikon sind, das ist total geil. Da habt ihr hier immer stehen, wie viel Millimeter Fuge ihr macht. Also wenn ich jetzt mit dieser Ecke hier die Kante hochziehe, dann habe ich am Ende eine 6 mm Fuge. Ihr könnt aber natürlich auch runde Fugen machen. Ist aber eigentlich nicht mehr zulässig. Deswegen, aber hier sind noch so welche, die sind so ein bisschen rund. Ich möchte natürlich eigentlich immer eine möglichst kleine Fuge haben, damit es nicht so ins Auge sticht, weil es eben dieser Beige-Ton ist. Hier ist es eigentlich ganz gut geworden. Hier habe ich das mit dem Plastikding gemacht, aber man bleibt halt immer an den Querfugen hängen und dann hast du da so einen Versatz drin. Das ist natürlich nicht das Optimum. Deswegen holt euch, ich glaube, es hat 1 Euro gekostet bei AliExpress. Also ist echt okay. Holt euch sowas, das ist total cool. Wenn ihr es beim Baumarkt holt, kostet es irgendwie 15 Euro oder so. Das ist natürlich auch in Ordnung, weil das ist ja nicht was man nur einmal benutzt. Das habt ihr dann eine ganze Weile. Ich mache jetzt hier noch die eine Ecke damit, dass ihr das schnell sehen könnt, weil ich das hier ja auch gleich abkleben möchte. Und dann habe ich alle Ecken schon mal silikoniert. Ich habe extra die eine freigelassen, damit ich euch das hier zeigen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das sehen kann, aber das habe ich mit dem Plastikding abgezogen. Hier hängt noch ein bisschen Rest, den muss ich natürlich noch wegmachen, beim Saubermachen dann. Aber ihr seht hier an der Querfuge bleibt man immer hängen und dann hast du hier so einen Abrieb. Das ist natürlich nicht schön und auch nicht optimal, aber da wollen wir entgegenwirken. Ich habe jetzt auch nicht mehr so super viel Silikon, also es kam jetzt wirklich genau hin. Ich habe zwei Tuben gekauft und das ist jetzt alles, was von der zweiten Tube übrig ist. Ich brauche natürlich noch mal mehr, weil ich den ganzen Rand unten, also die Dehnungsfuge zwischen Boden und Wand, die muss ich auch noch machen. Dann habe ich mich noch nicht entschieden, ob ich die in der Farbe mache wie die Fuge oder ob ich die in derselben Fugenfarbe vom Boden mache. In derselben Fugenfarbe vom Boden wäre das ein recht harter Übergang, weil das noch dunkler ist als die Fliese selbst. Ich habe jetzt hier übrigens schräg zugeschnitten. Das hat jetzt doch hier besser funktioniert, als es gerade zuzuschneiden. Hier unten ist noch ein Teil vom Fliesenlegen. Und jetzt ziehe ich, also sauber gemacht habe ich die Ecke jetzt eben schon, jetzt ziehe ich mir das hier eben erstmal auf. Das Coole, wenn ihr verschiedene Größen habt, wie bei dem Silikonding, was ich euch da gerade gezeigt habe, dann könnt ihr auch einfach, wenn ihr das jetzt irgendwie mit 10 mm abgezogen habt, aber ihr habt an irgendeiner Stelle zu wenig, dann könnt ihr einfach nochmal über das ganze Ding mit 8 mm drüber gehen und dann reicht's. Also dann habt ihr auf jeden Fall genug. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr könnt quasi einfach eine Fuge kleiner werden, habt dann aber dadurch kein Problem. Ganz im Gegenteil, ihr habt dann quasi das Problem gelöst. Ihr könnt übrigens auch noch links und rechts. Die Sache mit dem Spüli fällt natürlich trotzdem nicht weg, also ihr solltet das natürlich trotzdem immer wieder in den Spüli reinmachen und auch wirklich immer, wenn ihr es benutzt habt, wieder gut sauber machen. Ich habe jetzt hier seit 3 Tagen das gleiche Spüliwasser, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Genau, und ich fange jetzt an, also ich habe hier eine 8 mm Fuge. Das ist natürlich schon relativ klein, ich glaube, das hatte ich da drüben auch. Ich kann euch gar nicht sagen, was ich hier hatte. Also das ist auf jeden Fall, ja, das hier ist eine 10 mm Fuge gewesen. Also jetzt mache ich 8 und vorher waren es 10 mm. Da fangen wir jetzt hier unten an, da fangen mit der spitzen Seite nach oben. Jetzt fange ich hier unten an, auch das abzuziehen. Jetzt habe ich hier natürlich ein Problem mit meinem Pin für die Tür. Und den Rest, den schmiert ihr einfach immer irgendwo drauf. Also ich mache das hier im alten Umschlag zum Beispiel. Wenn ihr es abgezogen habt, ist wichtig, dass ihr dann wieder Silikon drauf macht. Hier die Ecke, die mache ich jetzt mit dem Ding umgedreht, weil anders komme ich da halt gerade nicht hin. Aber wenn ihr hier so ein Silikonding habt, dann sind auch Übergänge gar kein Problem. Also das ist schon wesentlich schöner hier. Und bin auch wirklich zufrieden damit. Also das Zeug ist ja aus XPS. Das ist ja auch einfach so ein Hartschaum. Und ich habe jetzt auch mal 2,45 Grad Winkel, Pi mal Daumen, mit dem Cutter geschnitten und das sieht ganz gut aus. Das wird jetzt einfach hier oben meine Ecke. Und da werde ich jetzt auch erstmal die ersten beiden da oben reinkleben. Ich habe das ja hier alles runtergeholt ein Stück. Jetzt werde ich hier einmal oben lang wischen, trocken aber, weil sonst hält ja mein Kleber nicht. Und dann können wir mit Montagekleber das einfach da oben in die Ecke reinkleben. Da kam jetzt natürlich mehr von der Decke runter als von der Wand. Ist ja auch klar, an der Decke haben wir eben geschliffen. Die Wand war ja dabei eben noch abgeklebt, also es war gar nicht so dumm, dass die abgeklebt war dabei. Okay, ich werde sowieso erst wahrscheinlich nur diese beiden Ecken hier kleben und dann nicht von da erstmal hier rumarbeiten. Ich werde es hauptsächlich an die Decke kleben, weil wir oben ja hier diese Fuge haben, warum wir diese überhaupt dahin machen. Und deswegen ist da halt nicht viel Halt. Also werden wir das dahin kleben. Ich gehe mal zur Tür. Ich nehme hierfür jetzt einfach diesen normalen Uhu-Montagekleber. Ich habe mit ihm schon echt viel geklebt. Ich habe auch bei mir in der Werkstatt hier so Anti-Lautstärke-Pads dahin geklebt. Und ich muss sagen, es hat echt gut funktioniert. Und jetzt werde ich das einfach hier drauf aufbringen. Einfach. Vielleicht kommt ja irgendwann mal was. Und da wollen wir aber auch wieder nicht übertreiben, weil wir wollen ja nicht, dass das hier rausquillt. Aber wir können ja trotzdem schon mal ein bisschen was aufbringen, so ist nicht. Also es soll lieber nach hinten rausquillen als nach vorne. Bei vorne kommt ja dann auch noch Acryl drauf, also ist es halb so tragisch. Ach, ich mache einfach eine gerade Linie, das reicht. So, also hier steht jetzt ein bisschen was über. Das mache ich hier nochmal weg. Jetzt nehme ich hier meine Ecke und klebe die einfach hier oben rein. Hey, das funktioniert ziemlich gut. Hey, das funktioniert richtig gut. Aber ich muss
noch ein Stück hierher. Okay, das sieht ja echt geil aus. Da steht jetzt natürlich was über, aber das muss ich jetzt halt hier abziehen. Da kommt ja wie gesagt sowieso nochmal Acryl drauf, deswegen ist das auch nicht so schlimm. Aber zu vermeiden ist es natürlich trotzdem. Also ich meine, alles was nicht rausquillt, müsst ihr auch nicht wegmachen. Fair point, oder? Ich bin eigentlich kein Fan von Stuckleisten, das ist ja auch keine richtige Stuckleiste. Aber hier war es jetzt einfach die einfachste Variante, weil es einfach, ich meine, ihr seht, das ist ja super simpel. Und ich habe hier diesen Platz überbrückt, ohne jetzt hier Streifen schneiden zu müssen mit Fliesen. Das ist der Horror gewesen. Deswegen bin ich so schon relativ zufrieden mit dem Ergebnis. So, ich habe jetzt direkt das nächste. Und das nächste kommt natürlich direkt hier oben rein. Wichtig ist natürlich, dass das auch wirklich voll verklebt ist, so oben und unten. Weil wir wollen natürlich auch nicht, dass da Feuchtigkeit reinkommt. Das wäre natürlich richtig kacke. Das könnte generell ein Problem sein. Da hätte ich vielleicht mal vorher drüber nachdenken sollen, das vielleicht mal ausfüllen sollen oder so. Man hätte es natürlich voll spachteln können. Naja, aber ich denke, es ist in Ordnung. Also, ich denke, es passiert nichts. Da oben seht ihr jetzt, dass da ein Spalt ist. Aber der ist, das ist in Ordnung. Also, da kommt dann einfach Acryl rein, dann ist gut. Also, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis bisher. Ich habe mir jetzt hier oben drauf auch nochmal ein bisschen Kleber gemacht, damit ich die miteinander verkleben kann. Das sieht gut aus hier. Das ist echt eine coole Sache mit diesen Leisten, das hätte ich nicht gedacht. Und ich hätte auch irgendwie gedacht, dass es nerviger wird, die zu montieren, aber es ist wirklich, manche Menschen würden sagen, ein Gedicht. Man darf nur echt nicht zu fest drücken, weil man die sonst eindellt. Weiter geht's mit dem Spachteln jetzt. Und jetzt werde ich einmal hier spachteln und dann werde ich drüben meine erste Spachtelung auftragen. Und das Coole ist ja, dass wenn das hier fertig gespachtelt ist und getrocknet ist und geschliffen ist, dann müssen wir noch hier diese Ecke hinkleben, dann können wir hier anfangen mit Streichen und dann kommen wir hier schon quasi zur Endmontage. Dann können wir hier schon Armaturen anbringen und so. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Und dann werde ich hier sogar ein Klo haben, dann muss ich nicht mehr wie so ein Neandertaler draußen in den Busch gehen. Nice. So, jetzt sind wir hier angekommen. Hier nochmal einmal drüber gehen, gucken, dass wir hier keine groben Pickel haben. Die müssen natürlich alle runter. Weil daran kann dann unsere Abziehscheibe daran hängen bleiben. Deswegen müsst ihr mal gucken, dass es gut sauber ist und auch in den Ecken wollt ihr dann halt keine krassen Sachen haben, weil ihr da natürlich auch schön abziehen wollt. So, und jetzt fange ich an hier das wieder aufzuziehen. Als ich das erste Mal Feinputz gespachtelt habe, sah das überhaupt nicht so bei mir aus, wie ihr das jetzt hier gerade seht. Also ich habe da wirklich sehr, sehr lange gekämpft. Ich habe auch wirklich manche Wände 3-4 Mal gespachtelt, bis die überhaupt einigermaßen schön aussahen. Und ich habe dann halt gemerkt, man muss auf jeden Fall immer alles in die richtige Richtung abziehen. Also immer alles gleichmäßig abziehen und dann wirklich halt auch das richtige Werkzeug nehmen. Ich hatte vorher halt so ein normales Rakel und damit zu arbeiten, das hat einfach gar keinen Spaß gemacht, weil man einfach immer wieder neue Ecken reingezogen hat. Und was wirklich auch einen riesen Unterschied macht, ist, wenn ihr euch bei eurem Werkzeug hier die Ecke hinten hochbiegt, das seht ihr wie so ein Flugzeugflügel, weil ihr dann einfach keine scharfe Kante mehr habt, die dann irgendwie eine Riefe da reinziehen könnte. Und das ist halt der Worst Case, der euch immer passieren kann, dass ihr dann wieder was habt, was dann eine Riefe reinzieht. Das habe ich euch ja gestern schon beim Deckespachteln erklärt. Alles, was übersteht, ist kein Problem. Alles, was übersteht, können wir aber wegschleifen. Aber alles, was halt drin ist, ist drin. Also so ein Loch kann man nicht wegschleifen. Ist ja auch vollkommen klar. Also ich hatte jetzt leider nicht mehr mega viel Spachtelmasse. Mir war jetzt einfach nur wichtig, dass ich heute noch hier diese Kante setze. Hier drüben die Kante und die konnte ich noch einigermaßen einspachteln. Wenn ihr euch noch daran erinnert, wie das hier am Anfang aussah, hier war ja vorher dieser Rollladenkasten drin, der viel zu breit war. Beziehungsweise einfach der alte. Die neuen sind halt nur noch so breit wie das Fenster, deswegen haben wir das zugemauert. Dann Rauputz drüber und jetzt eben Feinputz. Und mit dem Feinputz wird es ein richtig schönes Finish. Die muss ich auf jeden Fall nochmal drüber spachteln, weil es hier eben noch recht uneben war. Und genau das gleiche hier drüben auch. Und wieder Montag. Ich habe euch jetzt hier eben mal nicht gefilmt, wie ich das hier gemacht habe. Also ich habe hier noch die letzten Kanten reingeklebt. Habe hier auch schon überall Acryl dran gemacht. Und es sieht direkt so viel ordentlicher aus. Stimmt's? Überall schön Acryl. Ich mache mir jetzt auch eigentlich keine Gedanken mehr, dass da irgendwie Feuchtigkeit dahinter kommt. Das ist jetzt schön versiegelt in alle Richtungen. Ich werde jetzt noch hier Acryl hinmachen. Ich habe das auch alles nochmal abgeschliffen hier. Das sieht jetzt wirklich gut aus. Und dann werde ich mal zum Baustoffhändler gehen und weiße Farbe holen. Da sind wir wieder. Hier oben ist alles richtig schön angetrocknet. Und es sieht wirklich sehr, sehr, sehr schick aus jetzt. Und ich kann es kaum glauben. Wir fangen an, das erste Zimmer zu streichen. Naja, ein Bad ist nicht unbedingt ein Zimmer, aber die Decke wird gestrichen. Allerdings fehlt noch eine Sache. Und zwar mehr von denen hier. Also haben wir erst ein Loch, aber hier sollen ja noch 5 Stück rein. Beziehungsweise, nee, da kommt noch eins hin, da, da und da. Also noch 4 und dann quasi der 6. im Bunde. Ja genau, noch 4 Stück, dann haben wir hier 5 und dann
Der 6. im Bunde ist dann der hier, der dann das hier beleuchtet. Weil das würde komisch aussehen, wenn es so nah an der Wand sitzt, deswegen habe ich das halt da rein verfrachtet. Genau. Farbe habe ich hier noch von unserem Haus mitgebracht. Da muss ich erstmal gucken, ob die noch nutzbar ist oder nicht, weil die ist schon halt, stand jetzt schon ein Jahr rum, aber ich denke, das ist okay. Da habe ich von Krautol Superlux. Das hat bei uns wirklich extrem gut funktioniert. Das ist ein Hammerzeug, kann ich wärmstens empfehlen. Also bohre ich jetzt erstmal die Löcher. Da kommt natürlich wieder der Laser ins Spiel. Als ich hier die Decke abgehängt habe, gab es natürlich hier diese Fliesenwand noch nicht. Und dadurch, dass wir hier wirklich nur 3 Lampen in einer Reihe haben, müssen wir auch nicht unendlich ordentlich arbeiten. Wenn ihr jetzt 10 Lampen in einer Reihe habt, dann ist es wirklich super wichtig, dass ihr den Laser benutzt. Hier könnte ich jetzt bei 3 Lampen, könnte ich es auch einfach von der Wand wegmessen. Aber ich mag ja Pfusch nicht so gerne. Deswegen gucke ich jetzt mal, was ich hier habe. Hier ist jetzt mein neues Maß 44. Und jetzt nehme ich mir hier auch nochmal 44. Anhand diesen beiden Strecken oder diesen beiden Markierungen nehme ich dann den Laser und baue mir den auf. Dann nehme ich jetzt hier natürlich wieder meinen Duo-Laser, weil, habe ich euch erzählt, der kann ja 360 Grad anzeichnen und das kann der andere Laser eben nicht, den ich da habe. Und es war immer voll der Krampf, diesen Laser, den anderen, außerhalb der Tür zu positionieren. Den hier stelle ich jetzt hier in die Mitte, mache das Ding an und dann ist gut. Das ist wirklich wesentlich angenehmer im Vergleich zu früher. Und um überhaupt an der Decke hinzukommen, habe ich mir teilweise hier meine 10 L-Boxen von meinen ganzen Werkzeugen genommen und habe die alle übereinander gestapelt, damit ich mit dem Laser möglichst nah an die Decke komme, damit ich dann doch den Laser überall an der Decke habe. Naja, also so vertikal, so wollen wir das. Und jetzt ist wichtig, also viele drehen immer hier oben dann rum, weil das hier oben, da kriegt ihr das niemals genau hin. Deswegen, was ich immer mache, ich schnappe mir die Füße und bewege die Füße. Besonders wenn er ausgefahren ist, funktioniert das extrem gut. Aber ihr könnt halt ein Stückchen bewegen und habt dann nicht unendlich weit bewegt, sondern eben nur ein Stückchen. Das muss ich hier noch. Also mein Tipp ist wirklich, holt euch einen Laser. Genau, jetzt habe ich hier meinen Strich und da hinten meinen Strich. Jetzt messe ich den gleichen Abstand zur Wand. Hier hinten ist sogar besser, dass wir das jetzt mit Fliesen machen. Hier, weil ich kann da drüben jetzt auch 49 cm, so wie hier, von der Wand weggehen. Und dann passt es auch wirklich ganz genau. Und jetzt hole ich mir nochmal mein Messgerät für die Entfernung und dann gucken wir nochmal, wo wir in der Mitte unsere Lampe hinmachen müssen. Da müssen wir halt wieder darauf achten, dass es nicht genau hier ist, wo Schrauben sind. Aber das hatte ich eigentlich mal ausgerechnet. Da benutze ich hier so ein Ding von Amazon, das habe ich schon ziemlich lang und das hat mir auch echt schon gute Dienste erwiesen. Das hat glaube ich 20 € gekostet. Also wahrscheinlich inzwischen 30 €. Gucken wir hier nochmal, was wir hier für einen Abstand haben. Da müsst ihr wirklich mal gucken, dass ihr das auch... So, eine Testmessung, 3,18 Meter. Durch 2 ist 1,59 Meter, wenn ich mich nicht irre. Und da kann ich jetzt von beiden Seiten einmal 1,59 Meter ausmessen, einfach nur, um nochmal sicher zu gehen. Und dann mache ich das gleiche analog da drüben nochmal. Was habe ich da noch gleich erzählt? Es sollte nicht da sein, wo Schrauben sind. Es ist genau da, wo Schrauben sind. Also hatte ich nicht mit 3 Lampen gerechnet, sondern mit 4. Das heißt, das hier ist jetzt hinfällig. Und ich vermute mal, dass ich hier irgendwie 2 noch nebeneinander geplant hatte. Ich sollte mir vielleicht noch mein eigenes Video nochmal angucken. Aber dann muss ich jetzt halt nochmal umrechnen. Ich muss jetzt echt nochmal in mein Video reingucken, weil ich keine Ahnung mehr habe. Also das sieht so aus, als hätte ich die so rum, aber irgendwie passt es auch nicht. Deswegen gucke ich da nochmal rein schnell. Also vierteln würde auch nicht gehen, weil genau hier würden wir rauskommen und das geht halt nicht. Das heißt, ich werde jetzt einfach von beiden Seiten 80 nehmen, weil da ist jeweils kein Träger. Also deswegen macht euch über die Lampen vorher Gedanken. Ich habe leider im Video nicht erwähnt, was ich mir dabei gedacht habe. Hätte ich mir vielleicht mal aufschreiben sollen. Habe ich natürlich nicht, aber dann haben wir jetzt hier wenigstens eine Lösung gefunden. Ihr könnt da schon immer rumspielen. Es gibt ja auch verschiedene Lampenpattern. Also es gibt ja zum Beispiel auch was, vielleicht habe ich sogar nur 5 geplant. Also vielleicht habe ich sogar mir gedacht, dass ich hier 1, 2, 3, 4 und die dann in der Ecke. Also das ist bei uns im Bad zum Beispiel so. Also da sind einfach nur 4 am Rand und eine in der Mitte. Finde ich jetzt nicht wahnsinnig schön, deswegen mache ich es ja auch nicht so. Ich bin immer ein Fan von geraden Linien, deswegen haben wir jetzt das hier. Und dann sind die jetzt hier in der Mitte zwar ein bisschen näher, aber ist auch okay, weil hier ist man ja sowieso am Spiegel. Das heißt, man hat das von oben, man hat das von vorne. Hier kommt so ein Spiegel hin mit Licht, glaube ich. Der steht schon in der Garage, aber das ist auch schon wieder 4 oder 5 Monate her, dass ich den bestellt habe. Deswegen, ja, mal gucken. Die Anordnung ist jetzt was anderes, ganz Gutes. Ich habe ja hier diese 80 cm, die würden jetzt genau hier rauskommen. Und hier will ja keine Lampe haben, das wäre hässlich. Wir haben aber jetzt hier eine Lampe in der Dusche, was ja gut ist, wenn man sich rasieren will und so. Und wir haben eine hier im Dusche rauslaufen. Das heißt, wir haben hier vorne, wo man sich wirklich bewegt, viel Licht. Wir haben hier am Eingang viel Licht und wir haben hier viel Licht. Auf dem Klo will man jetzt nicht unbedingt von oben bestrahlt werden, deswegen finde ich es gar nicht so schlecht. Und weil man ja sowieso meistens mit Handy auf dem Klo sitzt, dann leuchtet man sich wenigstens nicht im 45-Grad-Winkel übers Handy in die Fresse. Naja, und jetzt heißt es halt frohes Bohren, ne? 68er Bohrkrone.
Und da haben wir uns so eine 1. So, weil ich ja jetzt nicht mein gutes Rührwerk verhunzen will, habe ich mir jetzt einfach hier aus dem Eckwinkel so einen Rest gebogen. Und rühre jetzt hier erstmal meine Farbe um. Ich habe ja jetzt eben nochmal extra den ganzen Rand abgeklebt, dass wenn ich jetzt hier die Stuckleiste anmale mit meinem Pinsel, dass ich dann nicht die Wand mit anmale. Also gehe ich jetzt erstmal hier rum und pinsel erstmal die Stuckleiste an. Ich mache jetzt aber von dem ganzen Decke anmalen hier einen Zeitraffer, weil, was soll ich euch da erklären? Ihr macht jetzt den Rand mit dem Pinsel. In dem Fall, ansonsten macht ihr es einfach alles mit der Rolle oder mit der kleinen Rolle. Hier. Mit der kleinen Rolle machen wir nochmal die Wand hier, das zeige ich euch dann auch nochmal. Aber ich mache erst die Decke, dann die Wand. Also viel Spaß beim Zeitraffer. So, bei der Wand gehe ich jetzt mit dieser Schaumrolle weiter. Da mache ich jetzt nicht mit der Fusselrolle. Eine Farbrolle. Okay, also nicht mit der anderen Farbrollen, die ich für die Decke benutzt habe, mit den Fasern, sondern diese Schaumrolle. Dadurch habe ich auch ein anderes Muster auf der Wand. Das sieht ein bisschen cleaner aus noch als das an der Decke. Und damit werde ich das jetzt hier halt einfach auch schnell aufbringen. Ne? Das zeige ich euch jetzt auch wieder hier als Zeitraffer. So, ihr seht, ich bin jetzt hier in diesem Klapsmühlenzimmer, alles weiß. Aber das ändert sich jetzt natürlich in dem Moment, wo ich hier vom Boden die Folie abziehe. Das wird ziemlich cool. Ich freue mich da jetzt auch schon ziemlich drauf, muss ich sagen. Und ihr seht, wie wichtig das war, das nochmal abzukleben, weil alles, was jetzt hier dran klebt, hätte sonst alles wieder auf den Boden geklebt. Also die meisten von euch erinnern sich ja wahrscheinlich nicht mehr, wie es hier aussah. Und zwar sah es so aus. Und jetzt haben wir das aus dem gleichen Bad gemacht. Wir haben jetzt die Lampen in der Decke. Vorher gab es einfach nur dieses Licht hier. Also das ist ja wirklich ein Witz gewesen. Das war das ganze Licht, das hing hier, fürs komplette Bad. Ich meine, ja, wir haben jetzt keine Badewanne mehr. Aber das ist ja sowas von egal. Also das ist wirklich wesentlich schöner geworden. Viel, viel wohnlicher und auch viel, viel offener. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr konntet es genießen und ihr habt vielleicht sogar noch was für eure Renovierung mitnehmen können. Ich würde mich wirklich extrem freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreiben würdet, wie ihr das Video fandet oder was ihr besser machen würdet oder anders. Oder was ihr cool fandet. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Den Button, wo ihr den findet, wisst ihr ja. Ich würde mich auch sehr über ein Like auf dieses Video freuen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und schönen Abend oder Tag heute noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.